Welcome back. Und was geht zusammen? Ich habe mal wieder einen Van gekauft und wie man es unschwer sieht, ist der Ausbau schon relativ weit fortgeschritten. Aber ich habe euch noch gar nicht berichtet, wie ich damit angefangen habe. Das heißt, wir sind jetzt im neuen Auto. Das Ganze ist ein Fiat Ducato L3 H4. Also wie man sieht, ist ein extra Hochdach. War früher ein Amazon-Auto, wie man unschwer erkennen kann mit dem Smiley hier. In dem ersten Video, da zeige ich euch, wie ich die Fenster eingebaut habe, wie ich die Isolierung gemacht habe, die Unterkonstruktion für die Seitenverkleidung später und wie ich meine Standheizung eingebaut habe. Also, dann starten wir mal direkt durch. Werde ich jetzt mal hergehen und hier vorne werde ich mein erstes Dachfenster reinbauen. Das ist ja ein Max-Fan, kommt hier nachher direkt über die Dusche drüber, oder die Duschtasse. Das habe ich jetzt da angezeichnet. Ich gehe jetzt her, setze 4 Bohrungen. Die Stichsäge jetzt von oben einmal aussägen. Licht kommt durch. Habe das auch gestern Abend gleich noch mit Rostschutzfarbe behandelt. Und jetzt kommt als nächsten Schritt, dass ich die Fläche jetzt hier abklebe mit Klebeband, damit ich nachher, wenn es irgendwie Kleber oder sowas rausdrücken sollte, damit der nicht mein ganzes Dach verschmiert. Zum Verkleben nutze ich Sika 554. Das hat, glaube ich, 20 Newton pro Quadratmillimeter Klebekraft. Und ich habe hier noch, man könnte sich jetzt für teuer Geld, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, aber ich glaube, es war so viel, dass ich gedacht habe, ich drucke es mir einfach aus dem 3D-Drucker. Könnte man hier solche Schienen kaufen, die passen hier perfekt drauf, aber ich klebe hier einfach solche kleinen Halter rein und dann klebe ich da drauf dann das Fenster fest und die sind dann eben, viel hilft viel. Wir können hergehen und das hier voll kleben. Beklebt ist es. Das Ganze dann angetrocknet ist, dann gehe ich nochmal her und mache hier außenrum nochmal mit Sika 710 eine Dichtfuge. Die ist dann auch viel elastischer wie das 554. Hier, ich habe auch Karton drumherum gemacht, damit ich mir das Dach nicht verkratze. Dann sägen wir es mal raus. Nächste Loch ist auch vorbereitet. Kleben wir hier wieder diese Teile hier rein. So. Bin ich dran, Seitenfenster zu machen. Da habe ich mir jetzt auch so eine Vorlage aus Karton gemacht und ich habe gesehen, dass ich hier drin wahrscheinlich genügend Platz habe, um von innen zu sägen. Ich habe sogar noch was noch Besseres gefunden. Mein Vater hat irgendwann mal so einen Nippler hier gekauft mit Druckluft. Das heißt, mit dem nibbel ich das Ding jetzt schon raus. Hat genügend Druckluft. Habe ich vorher gar nicht mehr gezeigt. Fenster ist fertig. Ich klebe da gerade unten nur noch. Da hat sich beim Sägen hier die äußere Platte von dem inneren gelöst. Die klebe ich gerade wieder hin mit Sikaflex. Soll dann morgen soweit sein und dann kann man das Fenster voll reinmachen. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr ganz gefilmt. So sieht das Fenster jetzt von innen aus. Ich habe hier die mit den Klammern, mit den mitgelieferten, sozusagen das Fenster an den Holzrahmen hingeschraubt. Zack. Und so sieht der ganze Spaß von außen aus. Ich habe jetzt den Boden rausgemacht. Den nach vorne sieht man so ein bisschen, da war er schon leicht angerubbelt von dem Holzboden, der drin war. Habe ich mit Rostschutzfarbe nachbehandelt. Jetzt habe ich mir überlegt, ich hatte nämlich noch von einem anderen Projekt Styrodurplatten oder so Hartschaumstoffplatten übrig, dass die hier drauf kommen und dann kommt der Fußboden, der schon drin war, es war ein Holzboden, der kommt dann einfach wieder hier rein, weil der ist perfekt ausgeschnitten, der passt gut. Damit das Ganze jetzt noch beschwert wird und unten bleibt und gleiche Höhe nachher alles hat, packe ich da jetzt noch die Bodenplatten drauf und ein bisschen Gewicht oben drauf. Und zu guter Letzt packe ich noch eine silberne Dampfsperrfolie auf den Boden. Bevor wir jetzt die ganze Unterkonstruktion hier hinkleben, machen wir erstmal noch den Träger hier weg und drüben weg, wo das Bett nachher hinkommt. So einfach. Und die kann man auch ohne Probleme wegmachen. Die sind primär dafür da, damit das Blech nicht schwingt. Da ich ja hier das nachher isoliere
und mit Holz sozusagen nach außen drücke, kommt das Blech gar nicht mehr zum Schwingen und deswegen ist es ohne Probleme machbar. Aber die Grundidee jetzt hier für die Unterkonstruktion mal hergeht, eigentlich alle Flächen, wo später eine Wandverkleidung hinkommt, dass man die sozusagen schon vorbereitet, jetzt bevor man isoliert, mit verschiedenen Fichtenholzlatten. Ich habe dünnere, dickere, je nachdem, was für eine Isolierung ich wo habe. Und dann wird es nachher so isoliert, dass alles komplett mit 19 mm Armaflex isoliert wird, bis halt auf die Holzbalken. Und vielleicht manche Stellen, wo ich auch wirklich, zum Beispiel die Hängeschränke will ich oben hier direkt reinschrauben. Das heißt, da werde ich auch nur 3 mm Armaflex drauf machen. Aber sonst alles, wo jetzt nichts direkt an die Wandverkleidung hingeschraubt wird, kommt 19 mm Armaflex hin. Und kombiniert mit den Holzlatten. Die Holzlatten werden nur verklebt. Das heißt, ich nehme da meinen Sikaflex, klebe die damit an die Wand, an die Decke, habe dann die Kältebrücke eliminiert. Das heißt, weil ich die ja nicht in die Wand schraube, dann habe ich nicht die Schrauben, die da rausgucken, die als Kältebrücke nachher dienen, sondern ich habe die geklebt. Das heißt, ich habe die schon isoliert von der Außenwand, weil Holz isoliert ja auch ein bisschen. Die Unterkonstruktion für die Wand hier, die soll ja so gebogen sein. Das heißt, hier kommt nachher flexible Multiplexplatte drauf, die sozusagen die Biegung hier oben auch annehmen kann. Das heißt, es wird nachher aus einer Verkleidung gemacht. Und um jetzt hier sowieso Rippen-Unterkonstruktion zu machen, mache ich mir jetzt erst Vorlagen aus Pappe. Das übertrage ich dann nachher aufs Holz und passe es dann fein an. Als nächstes kommt die Isolierung der Wände dran. Ich mache eigentlich die meisten Flächen mit 19 mm Armaflex XG. Dann sieht man hier meine ganzen Holzunterkonstruktionen. Die werde ich sozusagen nur noch mit 3 mm Armaflex überdecken. So kann ich sicherstellen, dass ich hier überall wie Dampfsperre habe und keine Feuchtigkeit hinter meine ganze Isolierung kommt. Beim Radkasten ist immer so eine Sache. Ich schneide da jetzt einmal das ist so drüber. Ist ein gerades Stück, eigentlich geht ein gerades Netz, seht ihr gleich wieso. Und vorne was dagegen, ist hier aber relativ uninteressant, weil ich nachher den Radkasten sowieso verkleiden werde. Hier ist der Max Airfan und hier drüben habe ich jetzt schon das erste kleine Solarpanel hingemacht. Da vorne kommt ja ein breites Solarpanel hin. Hier, wo ich gerade eben knie, sind 2 Solarpaneele und hier hinten kommt nochmal ein kleines hin. Und also neben das Dachfenster. Hier hinten mache ich auch noch den Dachdurchgang hin, den plane ich gerade eben. Der muss sozusagen zwischen dem kleinen Modul und den 2, die jetzt hier kommen, da muss ein bisschen Platz haben, da kommt es rein. Die kleinen Module hier, da habe ich hier so Aluwinkel genommen und die werden einfach nur mit den Aluwinkeln aufs Dach draufgeklebt. Ich habe das Ganze berechnet, das müsste auf jeden Fall passen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Zwar sind wir jetzt bei den großen Paneelen oben, da habe ich jetzt überall die Winkel hingemacht. Und die kommen jetzt auf diese Aluprofile drauf und dann wird das Ganze verschraubt und in einem Stück nach oben gepackt. So sieht jetzt mein Dach bei Tageslicht aus. Die längere sind alles 200 Watt Solarpaneele und die kürzeren sind 100 Watt Solarpaneele. Die habe ich alle in Reihe geschaltet. Die haben nämlich genau die gleiche Amperezahl, die 100 Watt und die 200 Watt Paneele. Man sieht vorne Max Airfan und hinten das normale Dometic-Fenster und so ist der Platz jetzt wunderbar genutzt. Hier gucken wir uns an, wie wir die Standheizung einbauen in unseren Fiat Ducato. Und zwar haben wir das Standheizungskit von Tiger Expert. Standheizung, man kann es mit Flansch, entweder kurz oder lang, weil ich eine Bodenisolierung habe, machen wir das lang. Der Auspuff ist mit dabei. Hier die ganzen Sachen, Schellen, Klemmen, Verlängerung für das Bedienpanel, Sicherung und noch mehr Verlängerungen. Wir haben hier so eine Isolierung für das Auspuffrohr, damit es nicht das Ansaugrohr hier drüben nicht verbrennt. Wir haben einen Tankentnehmer. Hier solche ganzen vielen Adapter, Dieselpumpe und Dieselfilter habe ich selber kaufen müssen, der ist nicht dabei, müsst ihr euch merken. Und was ich auch noch bestellt habe, wir wollen ja damit im Winter fortgehen. Bei meinem alten Van war einmal das Problem, dass uns der Diesel eingefroren ist, weil wir einfach die dünne Leitung, das ist eine 5 mm Leitung. Wir haben jetzt noch Isolierung, Armaflex-Isolierung für den Schlauch hier bestellt, damit das alles, was draußen liegt, sozusagen dann schön isoliert ist. Der Platz für die Standheizung kommt nachher hier hin, das haben wir gerade mal ausgeguckt, da müsste hier eigentlich Platz sein. Fangen wir an, unsere Dieseltankentnahme zu bauen. Beim Fiat Ducato ist es ganz geschickt. Da ist hier zwischen den 2 Fahrersitzen eine Klappe. Unter der Klappe ist direkt der Dieseltank. Da machen wir unseren Tankentnehmer rein. Der hier. Und zwar kommt der Tankentnehmer hier in die Mitte rein. So. Damit der nicht dreckig wird, packe ich den jetzt ein bisschen ein.
So, um jetzt die zwei Dieselleitungen wegzumachen, man schiebt einfach die gelbe Kappe und die blaue Kappe hier so nach vorne. Und dann hat es hier an der Seite so zwei weiße kleine Dinger. Und die zwei muss man jetzt zusammendrücken, dann kommt das Ganze einfach raus. Ich mache das mal schön. So. Ja. Ich bin gerade dabei zu gucken, wo ich die Dieselpumpe hinmache. Hier das schwarze ist der Dieseltank. Hier an der Seite die Dieselpumpe anbringen. Guck mal, was sagst du? Was muss noch? So, jetzt haben wir hier einmal der Auspuff, der rauskommt und der Ansaugschlauch. Der Auspuff geht hier rüber. Hier neben dem richtigen Auspuff kommt er dann raus. Ich muss hier noch ein kleines Loch reinbohren an den tiefsten Punkt, dass hier das Kondenswasser abfließen kann. Ansaugschlauch. Hier hängt er schön runter. Das ist das Kabel für die Dieselpumpe. Das werde ich jetzt noch hier mit Kabelbinder an die bestehenden Leitungen hinmachen. Was wir jetzt noch machen, ist das hier zuschmieren. Und hier einmal außenrum alles voll mit Sikaflex, damit da keine Feuchtigkeit nach innen durchdringt. Um jetzt die Leitung, die habe ich hier isoliert, da ist jetzt das ist so Armaflex Isolierband drauf. Die kann man hier runterstecken, also wo jetzt mein Finger hin zeigt, ist gegen die Fahrrichtung, hier ist vorne. Die müssen wir jetzt noch mit Diesel befüllen. Und zwar habe ich mir das so gedacht, ich habe hier schon ein bisschen Diesel rausgeschläuchelt mit so einer Spritze und da habe ich einfach jetzt hier das Verbindungsrohr drauf. Da füllen wir jetzt hier die Spritze voll, drücken dann hier sozusagen den Diesel in die Leitung rein. Ich werde unten Filter und die Pumpe senkrecht halten, damit da keine Luftblasen drin bleiben. Ich musste jetzt den Dieselfilter wegmachen, weil die Pumpe hier, wenn die nicht an Strom angeschlossen ist, lässt die keine Luft durch. Mit einer Batterie kann man die Pumpe anmachen, das heißt, man muss hier eigentlich jedes Mal immer nur einmal auf Plus, Minus halten, dann pumpt die immer geschwind und das muss man jetzt einfach ganz oft machen. Ja, da ist mir jetzt der Akku leer gegangen, das habe ich jetzt nicht mehr ganz gefilmt. Aber wer ein detaillierteres Video haben will, wie ich eine Standheizung in Van einbaue, verlinke ich euch das mal hier oben. So sieht jetzt aktuell die Standheizung aus. Ist jetzt noch nichts angeschlossen, das zeige ich euch in einem anderen Video noch. So viel zum Standheizungseinbau. Um später Fahrräder und sowas mitnehmen zu können, machen wir hier solche Airline-Schienen hier hinten hin, hier unten, oben, werden dann von innen dagegen geschraubt. Aluschienen ein bisschen, wie so eine größere Unterlagscheibe nachher ist, mit 3 Punkten außenrum, da kommt noch Kleber außenrum und dann gibt es da online, verlinke ich euch mal, ich weiß gar nicht wie die heißt, ich glaube Rack System, gibt es solche Fahrradhalterungen, kann man da hinten hin machen. Wir werden auch für die Ski dann eine Box dahin hinten machen, dann hat man sozusagen einfach das ganze Gepäck außen drauf. Es ist relativ schlicht, ist immer dran, braucht jetzt nicht irgendwie Anhängerkupplung oder sonst irgendwas. So, das war's auch schon mit dem ersten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da, subscribt und teilt gerne das Video mit Leuten, die vielleicht auch einen Van ausbauen oder die ihr denkt, dass es interessiert. Und ich habe jetzt auch einen Instagram-Kanal, Lanschel Builds, und den dürft ihr auch gerne folgen, verlinke ich mal hier. Zusätzlich habe ich jetzt auch noch alle Sachen, die ich jetzt hier verbaut habe, ob es jetzt mit oder ohne Affiliate-Links sind, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da mal vorbei. Da sind auch ein oder andere Systeme dabei, wie jetzt das Pushback-System. Bin nicht gesponsert, ich finde es aber geil, deswegen habe ich es mal unten verlinkt. Also, bis zum nächsten Video. Kommt demnächst.